Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für November und Dezember 2024. Ja, das Jahr ist schon wieder so gut wie vorbei, aber bevor wir ins neue Jahr starten können, ist es jetzt noch Zeit für ein Kanalupdate. Denn in den letzten Wochen ist wieder viel passiert. Ich war sehr fleißig an der Werkbank und war auch sonst ein bisschen unterwegs und darüber möchte ich jetzt ein bisschen berichten. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnachtszeit und konntet auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Jetzt, nachdem Weihnachten erledigt ist, habt ihr ja hoffentlich so wie ich auch noch ein paar freie Tage zur Verfügung, wo man sich auch noch ein bisschen erholen kann und wo vielleicht auch noch ein bisschen Zeit bleibt hier für den Modellbau. Gut, was hat sich so in den letzten Wochen ereignet? Ich war Ende November ein bisschen unterwegs und zwar war ich da in dem schönen Städtchen Molsheim im Elsass und habe an einer Sonderausstellung anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Elsasses teilgenommen. Das war sehr schön, im Prinzip wie ein Kurzurlaub, möchte ich mal sagen. Das Ganze ging 4 Tage lang, also deutlich länger als die sonstigen Ausstellungen, die man so hat, übers Jahr. Ja, und dementsprechend war das eine sehr gemütliche Sache und auch sehr interessant und lehrreich. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, die Besucher, die vor Ort waren, sehen das ähnlich. Ich habe mir auch ein paar Zuschauer besucht, was mich sehr gefreut hat. Also ja, war einfach eine rundum feine Sache da. Was ich besonders imponierend fand, war, wie da einfach mit der Erinnerungskultur umgegangen wird. Also die haben das wirklich gefeiert. Das fand ich sehr schön. Die Modellbauausstellung stand ja nicht für sich alleine da, sondern das Ganze war eben eingebettet in eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Sehr interessantes Konzept, da waren zum Beispiel verschiedene Vorträge oder auch noch andere Ausstellungen über Funkgeräte zum Beispiel oder über die Enigma Dekodiermaschine gab es ja dann noch einen Vortrag und so weiter. Dann natürlich noch die Fahrzeugparade am eigentlichen Jahrestag. Also das war was Besonderes. Finde ich gut, wie das organisiert war und ja, wie da auch einfach die Öffentlichkeit daran teilgenommen hat. Also fand ich sehr schön. Das ist in Deutschland so in der Form, glaube ich, eher nicht denkbar. Allein schon, weil einfach die Öffentlichkeit da nicht so ein Interesse dran hat. Aber in Frankreich und vielleicht auch gerade im Elsass ist das eben was anderes. Da sind die Leute, ja, die haben einfach einen Bezug zu ihrer Geschichte und wissen Bescheid. Und wenn es was zu feiern gibt, dann feiern die. Also das war mal was ganz anderes. Normalerweise, wenn man auf einer Ausstellung seine Modelle zeigt, die Besucher sind ja meistens selber Modellbauer, also man bleibt da ja im Prinzip unter sich. Das war jetzt da in Molsheim zum Beispiel gar nicht der Fall. Das war wirklich für die Bevölkerung sozusagen angelegt. Es kamen auch einige Schulklassen rein, die eben ja, mit ihren Lehrern sozusagen in die Ausstellung gekommen sind und da eben auch noch einiges erfahren haben über den geschichtlichen Hintergrund und auch eben wie Modellbau funktioniert. Also sehr löblich, so muss es sein. Und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Außerdem blieb dann auch noch ein bisschen Zeit für den einen oder anderen Ausflug. Ich war wieder im MM-Park, da habe ich ja schon vor 2 Jahren mal ein Video drüber gemacht. Und dann war ich auch noch in der Feste Kaiser Wilhelm bei Mutzig. Das ist die größte deutsche Festung aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Die wurde nie sonderlich angegriffen, daher ist die in einem sehr guten Zustand. Und das zu besichtigen ist auch sehr interessant. Da habe ich ja auch ein kurzes Video drüber gemacht. Wie ihr euch sicher denken könnt, bin ich nicht mit leeren Händen aus dem Elsass zurückgekommen. Auf der Ausstellung war zwar nur ein Händler anwesend, aber der hatte ein paar schicke Sachen und da konnte ich dann nicht widerstehen. Da habe ich mir zum Beispiel von Tamiya die F35 geholt in 1:48. Dann noch von AFV Club hier den Büssing L4500. Dann noch das Sturminfanteriegeschütz 33 auf dem Fahrgestell vom Panzer 3. Ja, und dann noch den Jagdpanzer 4 von Alket, von Tamiya. Auch ein schickes Teil. Darüber hinaus gab es dann noch von den Modellbaukollegen aus Frankreich ordnerweise Abziehbilder zu kaufen. Da waren auch ein paar schicke Sachen dabei und vor allem war das halt auch preislich sehr attraktiv. Und da habe ich natürlich auch noch ein bisschen zugeschlagen. Meine lieben Freunde von AMI, das ist der Verein, der diese Ausstellung organisiert hat, ja, die haben es sich nicht nehmen lassen, mir auch noch ein paar Geschenke in die Hand zu drücken.
Das möchte ich euch jetzt auch noch zeigen. Das sind 3 Bausätze von Hasegawa. Das erste wäre hier eine Phantom in 1:48. Dann habe ich hier in 1:32 eine F16A geschenkt bekommen. Mit der Auflage, ich möge daraus eine ukrainische Maschine machen. Da muss ich mich erstmal ein bisschen einlesen, weil soweit ich das verstehe, ist der Bausatz ja nicht ganz identisch mit dem, was die Ukrainer fliegen. Ein paar Kleinigkeiten sind anders. Ich bin da nicht so tief im Thema drin, aber da muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Aber Hammerteil auf jeden Fall. Lässt sich was draus machen. Und dann veranstalten die Jungs von AMI auch immer eine Challenge, einmal im Jahr. Die letzte Challenge vor 2 Jahren, da war die Vorgabe von Itellery, die Semovente zu bauen. Und dieses Mal ist es hier sowas Verrücktes, diese Manga-Flieger von Hasegawa. In dem Fall habe ich mir jetzt hier die Shinten ausgesucht. Soweit ich das verstanden habe, kann man damit machen, was man will, aber ich bin durchaus geneigt, das ja, so zu machen, wie es hier zu sehen ist, weil es einfach mal was anderes ist und auch ein bisschen, ja, soll ja auch witzig sein irgendwo und auch eine Challenge sein. Also da bin ich auch gespannt, werde ich mir im Laufe des Jahres 2025 auf jeden Fall mal vornehmen. Ja, schicke Geschenke, kann man gut brauchen und daher möchte ich mich an dieser Stelle nochmal herzlichst bei meinen Freunden von AMI bedanken. Weiterhin habe ich mich im November und Dezember ein paar Wochen lang mit der Organisation der Videomodel Show befasst. Das war ein voller Erfolg, hat glaube ich allen ganz gut gefallen und ich bin auch ganz stolz drauf. Das Ganze wurde jetzt auch schon über 18.000 Mal angeschaut, also ich denke, das kommt ganz gut an. Finde ich super und es motiviert mich natürlich unheimlich. Daher gehe ich davon aus, dass ich das Ganze auch nächstes Jahr, Ende des Jahres dann wieder abhalten werde. Es macht natürlich einiges an Arbeit, aber es ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Und das Ergebnis, ja, lohnt sich einfach. Also das ist wirklich die Mühe wert. Alle haben ihren Spaß und es ist mir wirklich eine Freude, so viele Modelle da auf einmal zeigen zu können. Vor allem, weil die meisten Sachen eben auch von Modellbauern stammen, die sonst ihre Werke eigentlich nirgendwo groß zeigen. Also wenn man darauf achtet, die meisten Leute sind nicht Mitglied in irgendeinem Verein und haben auch keine Social-Media-Seite oder so. Also das sind hauptsächlich Leute, die einfach das zu Hause privat machen und nirgendwo das irgendwo zeigen, normalerweise. Und das finde ich, ist die große Besonderheit von der Videomodel Show, weil man da einfach mal Sachen sehen kann, die nirgendwo sonst eigentlich auftauchen. Ja, und das macht das Ganze spannend und macht auch jede Menge Spaß. So soll es doch sein. Daher nochmal ein herzliches Dankeschön an euch alle. Und ja, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Videomodel Show wieder mit an Bord. So, damit hätten wir den Rückblick abgeschlossen. Welche Veranstaltungen kommen jetzt so auf uns zu in den nächsten Wochen? Da hätte ich 2 Stück oder 1,5, je nachdem. Das erste wäre gleich am 26. Januar, das ist ein Sonntag. Da bin ich wieder mal im Elsass und zwar wieder für eine Sonderausstellung anlässlich des 80. Jahrestags. Da bin ich in Ostheim, das ist ein Stück nördlich von Colmar. Wie man ja vielleicht weiß, der Colmar-Brückenkopf, der war etwas länger umkämpft wie der nördliche Teil vom Elsass und daher haben die ihren 80. Jahrestag mit entsprechender Modellbauausstellung eben ein bisschen später. Ja, leider kann ich da euch jetzt nicht viel mehr Infos geben. Ich kann euch nicht sagen, wo das genau ist oder wie die Öffnungszeiten sind und so weiter, kann ich nicht sagen, weil leider Gottes auf der Homepage von dem veranstaltenden Verein Camo da jetzt nichts Näheres zu finden ist. Ich hänge mich einfach nur an meine französischen Freunde dran. Die haben da Kontakt mit den Organisatoren. Also ich weiß da leider nichts Näheres. Aber Ostheim ist jetzt nicht so groß. Ja, wenn ich mehr erfahren sollte, werde ich es euch wissen lassen. Vorläufig kann ich jetzt leider nicht mehr dazu sagen. Ist ein bisschen schade,
Aber auch da ist jetzt das Thema wieder der Zweite Weltkrieg. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr mitbringen. Also ja, ich habe jetzt da keine besonderen Erwartungen an diese Ausstellung. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich weiß nicht, wie groß das ist oder ja, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich weiß nur, dass ich da sein werde und mich köstlich amüsieren werde. Darum geht es ja. Spaß haben, Modelle ausstellen und sich mit anderen Modellbauern treffen. Der zweite Termin wäre wieder mal die Spielwarenmesse in Nürnberg. Die findet Ende Januar statt. Da weiß ich aber noch nicht genau, ob ich hingehen werde. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen, wie ich an die Tickets rankomme. Zum anderen, ob ich überhaupt Lust habe, weil ich ja eben ein paar Tage vorher schon unterwegs bin im Elsass. Und dann ist auch die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, weil ich muss sagen, ich war letztes Jahr schon ein bisschen enttäuscht, wie das Ganze geschrumpelt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich wirklich lohnt hinzufahren. Ich überlege es mir noch. Aber sollte ich hinfahren, dann werde ich das Ganze für euch dokumentieren und dann könnt ihr auch wieder mit einem Bericht rechnen. In den letzten Wochen sind auch noch einige tolle Spenden bei mir eingetroffen. Immer eine schöne Sache. Das meiste davon ist fürs Ferienprogramm vorgesehen, aber einige Sachen sind auch für mich gedacht. Das möchte ich euch nicht vorenthalten und das schauen wir uns noch kurz an. Ja, die edlen Spender sind der Harry, der Marcel und der Stefan. Ja, wie man sehen kann, die haben sich nicht lumpen lassen und einige tolle Sachen springen lassen. Die Bausätze sind super geeignet für die Kinder und Jugendlichen. Die haben da echt ihre Freude dran. Der Marcel hat mich wissen lassen, dass ich es mir bei seinen Spenden aussuchen kann, ob ich die für mich selber verwende oder ob ich das weitergebe ans Ferienprogramm. Ja, die meisten Sachen sind auf jeden Fall perfekt geeignet fürs Ferienprogramm und werden dafür auch verwendet werden. Besonders erwähnenswert ist hier, dass er sehr viel Werkzeug und auch Klebstoff beigelegt hat. Sehr nützlich und auch sehr wichtig, weil das sind immer so Sachen, die ein bisschen knapp sind bei mir. Gerade beim Thema Klebstoff war es dieses Jahr ein bisschen eng. Da musste ich einige Tuben vorab noch beschaffen und es ist relativ teuer, wenn man da 6, 7, 8 Klebertuben kaufen muss. Zumal ich dann auch immer dazu neige, diese Klebertuben dann auch an die Kinder und Jugendlichen zu verschenken, damit sie dann eben noch weiter bauen können in ihren Sommerferien. Daher ist beim Klebstoff immer ein bisschen Mangel, aber dank dem Marcel bin ich jetzt wieder sehr gut ausgestattet. Auch die Messer und die Feilen und so, das ist echt super, kann ich echt gut brauchen. Und ja, damit können dann die Kinder und Jugendlichen umso schönere Modelle bauen. Also ihr seht schon, das ist echt wunderbar und überragend, wie großzügig meine Unterstützer sind. Und ja, ich bin einfach beeindruckt, wie gut das immer unterstützt wird, der Bastelkurs vom Ferienprogramm. Und daher möchte ich euch dreien und auch allen anderen, die in der Vergangenheit das schon unterstützt haben, nochmal ausdrücklich für ihre Spendenbereitschaft und Hilfe danken. Das weiß ich sehr zu schätzen und ohne euch wäre dieser Bastelkurs natürlich nicht möglich. Daher ein herzliches Dankeschön an euch. Gut, dann schalten wir mal rüber zur Werkbank und schauen uns als erstes mal an, welche Projekte ich seit dem letzten Update fertigstellen konnte. Insgesamt habe ich 2 Sachen fertig bekommen. Das ist eine ziemlich gute Ausbeute. Das erste war hier die ukrainische TB2 Bayraktar-Drohne von Clearprop im Maßstab 1:48. Im vorausgegangenen Update war der Rohbau des Sockels ja schon soweit fertig und die Drohne war eigentlich auch schon beinahe fertig. Da habe ich dann noch die Endmontage vorgenommen und mich anschließend dann um den Sockel gekümmert. Den habe ich zunächst mal komplett schwarz grundiert und dann die Betonplatten mit verschiedenen Grautönen besprüht, damit da einfach ein bisschen Leben reinkommt, damit es nicht so monoton aussieht. Und dann habe ich noch diese Fahrbahnmarkierung mit Maskierband eben abgeklebt und dann mit weiß besprüht. Die kleinen Abplatzer, die man da so sieht, die habe ich mit Humbrol Maskol erzeugt. Damit das Ganze dann nicht einfach nur eine große graue Fläche ist, habe ich dann noch ein paar Teerflicken erzeugt, und zwar hier mit dieser Paste von AK Asphalt. Ließ sich ganz gut verarbeiten und sieht
eigentlich auch ganz überzeugend aus, wobei das jetzt für den Maßstab nicht ganz so geeignet ist, weil man kann es eigentlich kaum so dünn auftragen, wie es eigentlich sein müsste. Also ich würde sagen, diese Paste ist auf jeden Fall besser geeignet für größere Maßstäbe, also 1:35 oder noch größer. Für kleine Maßstäbe würde ich das eher nicht empfehlen. Aber es hatte den gewünschten Effekt und hat diese Rollbahn ein bisschen aufgelockert optisch. Damit das Ganze dann auch eine überzeugende Betonoptik bekommt, habe ich eine Prise Mörtel mit reichlich Wasser vermischt und es sozusagen in ein Mörtelwash verwandelt. Und damit habe ich dann die Betonplatten bestrichen und nach der Trocknung sah das dann ziemlich überzeugend aus, weil man hat sowohl eben die Farbgebung als auch die Textur von dem Mörtel dann eben so ganz fein auf diesen Betonplatten drauf und ja, das sieht einfach wesentlich besser aus, als wenn man jetzt eben dann nur Farbe verwenden würde. Ja, dann war das Ganze auch schon fast fertig. Ich habe dann in den Ecken neben der Rollbahn noch ein bisschen Erdpaste verteilt und diverse Grasbüschel und kleine Büsche aufgeklebt. Dann noch den Rahmen schwarz bemalt und vorne das Emblem befestigt und zu guter Letzt konnte ich dann noch die Drohne aufkleben. Ja, und damit war die Bayraktar-Drohne auch schon fertig. Ich bin mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden. Man hätte vieles besser machen können, aber das war jetzt nach langer Pause einfach wieder mein Einstieg in den Flugzeugmodellbau. Daher war das ein ganz guter Bausatz so zur Probe, zum Ausprobieren, da man hier, sag ich mal, ein relativ überschaubares Projekt vor sich hat und sich halt mit so allerlei Cockpit-Gedöns und Cockpit-Verglasung und so weiter halt nicht ärgern muss. Sondern hier die Drohne, die ist relativ einfach und war daher sehr gut geeignet, sozusagen als Probemodell für mich, da ich eben vorhabe, in den nächsten Jahren ab und zu mal wieder öfter ein Flugzeugmodell zu bauen. Das zweite fertige Projekt ist hier mein ukrainischer Gepard von Takom im Maßstab 1:35. Ja, der ist echt super geworden, gefällt mir richtig gut. Im vorherigen Kanalupdate war ich da ja gerade bei der Detailbemalung. Da habe ich dann natürlich noch weitergemacht. Vor allem die Ketten, die waren relativ aufwendig, weil da eben außen diese Gummikissen zu bemalen sind und auf der Innenseite diese blank gescheuerten Stellen. Das war relativ aufwendig. Man sieht davon eigentlich am fertigen Modell auch nicht mehr sonderlich viel, aber mir ist es immer ganz wichtig, die Ketten, dass die eben passen. Und da bin ich immer bereit, auch relativ viel Zeit und Aufwand zu investieren. Dann kamen die Abziehbilder von Dan Models aufs Modell. Das sind eigentlich nur die Abschussmarkierungen für die Shahed-Drohnen am Turm. Die ließen sich auch ganz gut verarbeiten, wobei mir aufgefallen ist, dass die einen Ticken zu groß sind. Also so ganz 1000%ig maßstäblich sind diese Abziehbilder nicht, aber ich denke nicht, dass das irgendjemandem auffallen würde oder dass das irgendwie bemängelt wird. Anschließend habe ich das Modell dann mit Klarlack von WMS versiegelt und mich dann um die Alterung gekümmert. Wie immer habe ich den Alterungsprozess mit einem dunklen Ölfarbenwash eingeleitet. Das ist ein gutes Mittel, um die ganzen Details schon mal zu betonen und um dem Modell schon mal so einen allgemeinen, generellen Schmutzfilm zu geben. Das ist immer sehr effektiv, finde ich. Dann ging es weiter mit den Lackschäden. Die Einsatzfahrzeuge haben relativ starke Lackschäden, kann man auf vielen Referenzfotos sehen, vor allem eben in den Bereichen, wo sich die Besatzung bewegt, in dem Fall hauptsächlich auf dem Turmdach. Daher war ich da relativ großzügig und habe viele Lackschäden aufgebracht auf das Modell. Hauptsächlich mit der Schwammmethode, also ich habe ein Stück Schaumstoff
benutzt, um eben diese Metallfarbe aufzutupfen. Und dann ergänzend habe ich noch mit einem dünnen Pinsel noch kleine Kratzer aufgemalt. Natürlich durfte auch etwas Verschmutzung nicht fehlen. Dafür habe ich mein allseits bekanntes Dreckwash verwendet, also Erde aus dem Garten vermischt mit reichlich Wasser, Ponalholzleim und einem Tropfen Spüli. Damit habe ich das ganze Modell erstmal von oben bis unten ordentlich eingesaut und das überschüssige Material dann wieder entfernt mit einem feuchten Pinsel. Und rund ums Fahrwerk habe ich dann eine deutlich dickere Mischung verwendet, um eben dann gröbere oder stärkere Schlammablagerungen eben darzustellen. Damit war dann der Gepard soweit schon mal fertig und ich konnte mit dem Sockel weitermachen. Den habe ich erstmal dunkelbraun bemalt, damit eben die weiße Oberfläche eben nicht durchscheinen kann später. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Ja, und dann ging es an die Sockelgestaltung. Als Element im Hintergrund habe ich dann einen abgestorbenen Baum noch eingebaut. Dafür habe ich einfach im Garten so einen alten toten Zweig gesammelt und den dann eben entsprechend auf dem Sockel drapiert. Ja, und danach habe ich die Oberfläche mit meiner Schlammpaste eben bestrichen und in die feuchte Oberfläche dann gleich schon mal die ganzen Grasbüschel, Büsche und so weiter eben eingearbeitet. Damit dann bei der Trocknung nicht diese unschönen Risse in der Oberfläche entstehen, habe ich Folgendes gemacht. Und zwar habe ich, während das Ganze noch feucht war, die Oberfläche komplett einmal mit verdünntem Holzleim getränkt. Das hat die Rissbildung nahezu komplett auf Null reduziert. Ist ein sehr guter Trick, den ich an dieser Stelle gerne weitergeben möchte. Und das hat gut funktioniert und das Finish sah schon mal ziemlich gut aus, weil auch dieser verdünnte Holzleim den Effekt hat, dass das so ein bisschen abdunkelt und ein bisschen schwerer und feuchter wirkt. Das war allerdings noch nicht genug, daher habe ich die Oberfläche einmal komplett mit verdünnter Ölfarbe behandelt. Dafür habe ich von der 502. Abteilung den Farbton Industrial Earth verwendet und das Ganze eben mit Feuerzeugbenzin etwas verdünnt. Und ich habe dann eben vor allem da, wo eben das Fahrzeug entlang fährt, also in diesen Fahrrinnen, eben das Wash verstärkt aufgetragen, damit da eben die Erde ein bisschen abgedunkelt wird und auch ein bisschen zusätzlich noch zum Glänzen anfängt. Ich wollte meinen Gepard in so einer leicht verschneiten Landschaft darstellen, daher kamen jetzt noch diverse Schneeeffekte obendrauf. Dafür habe ich wieder mein Lieblingsprodukt verwendet, nämlich das Schneepulver von Ras de Ranao, was leider nicht mehr zu bekommen ist, aber ich habe davon einen großen Vorrat da. Das ist einfach so ein Silikonpulver, was man eben auch wieder mit Wasser und Holzleim verrühren kann zu so einer Paste und dann eben auf dem Diorama verteilen kann. Da habe ich ein bisschen variiert mit der Konsistenz, eine dickere Mischung für große, solide Schneehäufen und das Ganze dann manchmal auch noch ein bisschen in verdünnter Form für so kleine Frosteffekte hier und da. Also das Zeug ist echt vielseitig. Je nach Verdünnungsgrad kann man da eben verschiedene Eis- und Schneeeffekte erzeugen. An der Stelle konnte ich dann den Gepard auch schon auf den Sockel kleben und mich anschließend dann noch um die Figuren kümmern. Die habe ich zunächst mal so bemalt wie immer. Habe ich schon dutzendfach erklärt. Also ich fange eigentlich immer an mit der Hautfarbe, mal dann die Augen rein, dann die Details am Kopf, dann eben die Kopfbedeckungen und die Krägen und so weiter. Und dann ging es eben weiter mit dem Tarnmuster auf den Uniformen. Ja, das ukrainische Digitaltarnmuster ist ja durchaus eine große Herausforderung für uns Modellbauer. Es soll ja durchaus Modellbaukollegen geben, die meinen, sie hätten da irgendeine patentierte Bemaltechnik. Naja, mag sein. Ich kann euch nur erklären, wie man das Ganze mit den Revell Aqua Acrylfarben macht, nachdem ich die eben hauptsächlich nutze. Ich habe jetzt erstmal die Uniformjacken mit Matt 89 Beige grundiert und auf diese Grundfarbe habe ich dann eben die etwas größeren Pixelflecken aufgemalt und zwar mit Revell Matt 42 Gelb-Oliv. Für die zweite Sorte von größeren Pixelflecken habe ich dann Revell Matt 45 Hell-Oliv verwendet und ich habe das Ganze eben so aufgemalt, dass das
Muster so ungefähr einen diagonalen Verlauf hat und die Verteilung ungefähr jeweils 1/3 ist. Also 1/3 beige, 1/3 gelb-oliv und 1/3 hell-oliv. Die folgenden Pixelflecken mussten dann natürlich wesentlich kleiner sein und die bereits schon vorhandenen Flecken teilweise auch überdecken. Dafür habe ich von Revell Matt 66 Olivgrau verwendet und auch noch Matt 9 Anthrazit. Gerade beim Anthrazit sollte man aber sehr sparsam sein und wirklich nur so vereinzelt kleine Punkte aufmalen. Beim Olivgrau kann man noch ein bisschen großzügiger sein, aber man soll es an dieser Stelle eigentlich nicht mehr übertreiben, weil sonst wird es ein bisschen zu viel des Guten. Es ist ohnehin eigentlich nicht möglich, dieses Digitaltarnmuster von Hand maßstabsgetreu aufzumalen. Daher war eigentlich meine Vorgehensweise die, dass ich eigentlich nur versucht habe, mehr oder weniger dieses Muster anzudeuten, also dass der Betrachter im Idealfall das einfach als dieses Digitalmuster wahrnimmt, obwohl es eigentlich das gar nicht ist. Bisschen schwer zu erklären, aber man muss da ein bisschen, ja, impressionistisch vorgehen, möchte ich mal sagen. Also einfach nur den Eindruck vermitteln, dass es eben dieses Muster ist, weil man das eigentlich eben hier im Maßstab 1:35, 1:1 einfach nicht umsetzen kann von Hand mit dem Pinsel und ein bisschen Farbe. Damit war das Tarnmuster soweit fertig, aber man kann an dieser Stelle auch gut erkennen, warum Tarnmuster auch so gut funktionieren, denn sämtliche Uniformdetails wurden einfach komplett von diesem Tarnmuster überlagert, also man kann einfach nichts mehr erkennen, keine Details oder so. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir wollen ja auch Details sehen. Dafür ist ja der Modellbau da. Und deswegen bin ich dann noch hergegangen und habe die Uniformdetails, also die ganzen aufgenähten Taschen, Reißverschlüsse, auch Kanten, Nähte und so weiter noch betont. Und zwar mit entweder dunkelbrauner oder dunkelgrauer Farbe. Einfach das so nachfahren. Sieht vielleicht ein bisschen übertrieben aus, aber ist ein effektives Mittel, damit man dann eben diese ganzen Details wieder sehen kann. Anschließend habe ich dann die Figuren noch mit Klarlack versiegelt und dann noch mit einem ganz dezenten Ölfarbenwash die letzten feinsten Details noch betont. Ja, und dann konnte ich die Figuren an ihren Platz im Turm festkleben. Und damit war das Projekt auch schon abgeschlossen. Ja, wie gesagt, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das ist wirklich sehr ansehnlich geworden und ich kann es auch kaum erwarten, das auf diversen Ausstellungen mal zu zeigen. Ja, natürlich gibt es dann auch wieder ein paar Leute hier, gerade auf YouTube, die dann vielleicht wieder irgendwas Negatives zu sagen haben über den Gepard und auch über meine Drohne. Soll so sein, jeder wie er mag. Auf jeden Fall handwerklich bin ich sehr zufrieden damit. Da kann auch sonst, glaube ich, kaum einer was dagegen sagen. Ja, und was das Tarnmuster angeht, von den Figuren, ich habe es mit Revell-Farben gemacht. Wenn ihr andere Farben verwendet, ihr habt es ja ungefähr gesehen, welche Farbtöne das sind. Insgesamt braucht man 6 Farbtöne. Also da hat man schon was zu tun. Aber von nichts kommt nichts. Und wenn man da sich entsprechend ein bisschen Mühe gibt, sieht es dann auch ziemlich ordentlich aus. Gut, kommen wir nun zu den Projekten, die gerade in Arbeit sind oder eben auch nicht, nämlich hier das K5E Eisenbahngeschütz und der Jagdpanzer 4 Bodybuild. An beiden Projekten habe ich in den letzten Wochen nicht weitergearbeitet, wie das auch in den vorherigen Kanalupdates der Fall war. Ja, es macht ja keinen Sinn, sich dazu zu zwingen. Wenn es passt, mache ich dran weiter und ja, wenn nicht, dann nicht. Also ich habe ja genügend andere Sachen auch noch zu tun, die ja auch sehr interessant sind. Und wenn die Zeit reif ist, geht es dann auch da wieder mit Vollgas
weiter. Immerhin hat der Panzerkampfwagen 2 Ausführung C des Afrika-Korps von Dragon ein paar Fortschritte gemacht. Und zwar habe ich den Sockel gestaltet, wie man sehen kann, eben mit der entsprechenden Wüstentextur. Da habe ich einfach ein paar Steinchen und ein bisschen feingesiebte Erde aufgestreut und damit wäre das Ganze jetzt bereit für die Lackierung. Ich habe ja schon vor langem angekündigt, dass ich über dieses Projekt wieder einen kleinen Baubericht machen möchte. Ja, und der erste Teil des Bauberichts, wo es eben vornehmlich um die Montage des Bausatzes geht, ja, der ist fertig und für meine Unterstützer auf Patreon auch schon voll verfügbar. Es muss ja einen kleinen Unterschied geben und ja, für 1 Euro pro Monat kriegt man dann schon mal vorab sowas zu sehen. Alle anderen müssen aber noch ein bisschen warten, denn mein Plan ist, das Modell fertig zu machen und eben auch den Prozess zu dokumentieren für den zweiten Teil des Bauberichts, der dann ebenfalls für meine Unterstützer auf Patreon vorab zu sehen sein wird. Ja, und sobald die dann alles gesehen haben, werde ich dann im Laufe des Frühjahrs das Ganze dann auch hier bei YouTube öffentlich machen. Ja, aber bis dahin ist es vorläufig nur für meine Unterstützer auf Patreon zu sehen. Ja, alle anderen müssen sich noch ein bisschen gedulden oder eben beitreten. So ist es eben. Und zu guter Letzt habe ich noch ein neues Projekt begonnen. Das ist mein Beitrag für den Reconnaissance Group Build von Yorama Modellbau und Scalebench. Die zwei veranstalten einmal im Jahr einen wunderschönen Gruppenbau mit immer sehr interessanten Themen. Da kann ich meistens nicht anders als einfach mitzumachen, weil es einfach immer prima ist und auch sehr gut organisiert ist. Kann ich sehr empfehlen. Ja, und dafür habe ich mir von Tamiya den alten Klassiker ausgesucht, nämlich den M8 Greyhound. Der Hintergrund ist folgender. Ich habe mich ja jetzt die letzten 1,5 Jahre viel eben mit alliierten Themen beschäftigt für diese Sonderausstellung im Elsass und habe da eben den Priest gebaut und den französischen Sherman. Und das fand ich einfach interessant, einfach den 80. Jahrestag so zu feiern oder dem Ganzen eben so zu gedenken. Und da kam mir jetzt dieser Gruppenbau ganz recht, weil das die perfekte Vorlage bietet, sowas Ähnliches eben auch für meine Region zu machen. Ja, im April 1945 wurde eben hier diese Gegend befreit und das Ganze möchte ich eben auch modellbauerisch eben würdigen, ebenso wie ich das eben fürs Elsass gemacht habe. Ja, und da kommt mir das eben genau recht. In der Nähe von meinem Wohnort befindet sich die Stadt Dillingen an der Donau und die war im April 1945 sehr wichtig, denn dort befand sich die einzige noch intakte Donaubrücke zwischen Ulm und Regensburg. War also sehr wichtig und da war eben die 12. amerikanische Panzerdivision involviert. Die hat nämlich über 2 Tage hinweg sozusagen einen Angriff geführt, um diese Brücke eben unbeschädigt im Handstreich zu erobern. Die kamen praktisch von Heidenheim, Neresheim sozusagen über die Schwäbische Alb drüber, durch die Wälder und dann eben in die Donauebene nach Dillingen. Ja, und das möchte ich hier eben entsprechend darstellen und würdigen. Darum habe ich mir eben hier so ein Aufklärungsfahrzeug ausgesucht, was eben gerade für diese Panzerdivision den Weg erkundet. Weil die kamen sehr überraschend eben durch die Wälder herangeprescht. Die Garnisonstruppen in Dillingen waren da komplett überrascht, wie schnell das ging, weil da eben keiner damit gerechnet hat, dass die in 2 Tagen sozusagen so eine große Strecke zurücklegen könnten. Ja, was gibt's zum Bausatz zum Sagen? Ja, eigentlich nicht viel. Es ist ein typischer Tamiya-Bausatz aus den 90ern, glaube ich. Ausreichend gut detailliert, gute Passgenauigkeit. Der Innenraum ist eigentlich auch nicht schlampig. Ich habe das Modell aber trotzdem noch ordentlich aufgemotzt an einigen Stellen, was ja nie ein Fehler ist. Das Geschützrohr für die 37 mm Kanone habe ich durch ein wunderschönes Messingdrehteil von Orange Hobby ersetzt. Das Rohr für das Kaliber 50 MG durch ein Messingteil von MR Modellbau und das Kaliber 30 durch ein Drehteil von Master.
und das wertet das Modell schon mal ganz ordentlich auf. Außerdem habe ich dann noch diese abgeknickten Antennenfüße von T-Rex verwendet. Ich finde, das sieht einfach enorm cool aus, wenn da die Antennen eben so runtergebunden sind. Die habe ich hier aus gezogenem Gießasch dargestellt und auch eben diese Drähte, die das nach unten biegen, auch die sind aus gezogenem Gießasch. Ich habe da erst probiert mit diesem Nylon-Material EasyLine, aber das ist da nicht geeignet dafür. Da ist tatsächlich der gezogene Gießasch das beste Mittel gewesen. Außerdem habe ich mich dann noch voll bei der Zuladung ausgetobt. Möglichst viel habe ich da drauf gepackt, weil man das auch auf den Vorbildfotos so sehen kann. Die Zuladung ist ein wilder Mischmasch. Hauptsächlich ist es von Wellington und von Legend. Das sind Resinteile. Dann ist auch noch ein bisschen Plastikzubehör dabei von Mini-Art. Reichlich Bleifolie für diverse Planen und so weiter. Und dann habe ich auch noch reichlich 3D gedruckte Teile drauf. Hauptsächlich diese Munitionskästen. Die hat mir mein lieber Freund Ludo aus Frankreich gedruckt und mitgebracht neulich. Ja, und die konnte ich hier natürlich sofort gut verwenden. Weil die Amerikaner sind ja bei der Munition, wie man weiß, nicht sparsam und haben dann auch dementsprechend immer viel dabei gehabt. Ja, also das mit der Zuladung sieht schon mal ziemlich überzeugend aus. Ich hätte eigentlich noch mehr drauf packen können. Bei amerikanischen Fahrzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es eigentlich kein Limit bei der Zuladung. Die waren echt vollgepackt bis oben hin meistens. Also wenn überhaupt, dann ist das noch zu wenig. Aber irgendwo muss man es ja auch mal gut sein lassen. Ich bin auf jeden Fall soweit zufrieden damit. Ja, und weiterhin habe ich dann noch die Figuren vorbereitet. Das sind alles Resinfiguren von The Body. Natürlich soll das Ganze später auch ein Diorama bekommen. Da habe ich jetzt aber noch nicht damit angefangen. Meine Idee ist folgende, ob sich es dann auch so umsetzen lässt, bleibt abzuwarten. Ich möchte das Fahrzeug an einem Waldrand darstellen, wo die gerade Pause machen und der Kommandant ist ausgestiegen und sitzt eben auf so einem Jägerhochsitz und ja, überblickt von dort aus sozusagen die Gegend. Und dieser Aufklärungstrupp hat auch einen Gefangenen gemacht, und zwar einen deutschen Soldaten, der verwundet ist, der eben auch gerade befragt wird. Ich denke, das ist eigentlich die Essenz von einer Aufklärungstruppe, nämlich Informationen sammeln, spähen, immer mit dem Fernglas in der Hand. Und das möchte ich da eben entsprechend darstellen. So regional betrachtet, das müssten dann so ungefähr diese Waldstücke sein zwischen Dillingen und Neresheim. Da in diesem Bereich, also in dem Grenzgebiet zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Das Problem bei solchen Gruppenbauprojekten ist immer, dass man da termingerecht fertig werden sollte. Das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, der Gruppenbau endet Mitte Februar. Also da muss ich mich ranhalten. Der Panzer II ist auch so ein Thema, da möchte ich mich eigentlich gern drauf fokussieren, aber das Ding ist auch wichtig. Also ich denke mal, das sind jetzt so 2 Projekte, mit denen es dann so in den nächsten Wochen auf jeden Fall ordentlich vorwärts gehen müsste. Und hoffentlich wird hier der Greyhound auch rechtzeitig fertig zum Ende des Gruppenbaus. Ja, soweit, so gut. Dann schauen wir uns jetzt noch an, welche Bausätze ich mir sonst noch so zugelegt habe seit dem letzten Update. Ja, wie ihr sehen konntet, baue ich meine U-Boot-Sammlung weiter aus. Die Gato-Klasse von Revell hatte ich ja schon. Und jetzt sind noch 2 weitere dazugekommen. Zum einen eben von Revell U505 in der Platin-Edition
Darauf hatte ich ja auch schon spekuliert. In U505 war ich ja schon vor 7 Jahren mal drin in Chicago und daher ist es auch ein U-Boot, was ich eben bauen möchte, früher oder später. Ja, und das Typ 7 Boot, das habe ich eingetauscht. Daher ging das auch her, ist nämlich auch mittlerweile ein relativ seltener Bausatz. Typ 7 Boot ist jetzt, glaube ich, auch nicht so direkt zum Besichtigen. In Laboe, das ist zwar ein Typ 7 Boot, aber eine andere Version. Da muss ich mal schauen, wie ich das unterbringe. Eventuell muss ich dann halt in München in den Bavaria Filmstudios eben das Set anschauen von das Boot, was da zu sehen ist. Dann zählt es ja vielleicht auch als U-Boot, in dem ich mal drin war. Mal schauen. Dann habe ich mir noch von Itellery das PT-Boot und von Mini-Art die Caterpillar D7 geholt, beide im Maßstab 1:35. Damit habe ich, wie ihr euch sicher denken könnt, etwas Größeres vor. Ist ja auch klar. Und von Hobbyboss der Eitan, das war ein Spontankauf. Das Fahrzeug stellt ein Vorserienfahrzeug dar, also wie die jetzt momentan im Einsatz sind. Die sehen ein bisschen anders aus. Ist jetzt nicht ganz optimal. Da muss ich mal schauen, ob da vielleicht irgendwann mal ein Zurüstsatz rauskommt, wo man das entsprechend anpassen kann. Oder man baut eben ein Vorserienfahrzeug. Ist jetzt nicht so komisch, wie es klingt. Die wurden mehr oder weniger einsatzmäßig erprobt und sehen dementsprechend dann auch sehr interessant aus bei diesen ganzen Truppenerprobungen und so weiter. Also ja, so. Also es ist kein Fehlkauf per se, aber man sollte halt wissen, dass das nicht sozusagen das Einsatzfahrzeug ist, wie es jetzt gegenwärtig verwendet wird. Jetzt, da sich das Jahr 2024 dem Ende zuneigt, ist vielleicht auch ein kleiner Rückblick angebracht. Also modellbauerisch war das Jahr für mich sehr interessant und auch erfolgreich. Ich bin auch sehr weit rumgekommen. Also insgesamt war ich auf 11 Veranstaltungen zum Thema Modellbau in 5 verschiedenen Ländern. Also das ist absoluter Rekord. Ich denke auch nicht, dass ich das nächstes Jahr wieder schaffen werde. Muss auch gar nicht sein, wenn ich ehrlich bin, aber es hat sich halt einfach dieses Jahr so ergeben. Und dafür bin ich auch echt dankbar, dass ich da die Möglichkeit dazu habe. Und ja, es war einfach super interessant, diese ganzen Veranstaltungen zu besuchen. Wenn man denkt, fast jeden Monat war im Prinzip irgendwas. Also das ist echt super. Ja, auch an der Werkbank war ich ziemlich erfolgreich. Es war jetzt vielleicht nicht das produktivste Jahr, aber ich finde, von der Qualität habe ich doch mich ein bisschen verbessert. Und es waren auch einige Herzensprojekte dabei, die ich einfach schon länger mal machen wollte. Und zu denen bin ich dann dieses Jahr auch gekommen. Leider war nicht alles perfekt. Wie ihr ja sicher mitbekommen habt, hat mein Kanal im Juni einen Strike bekommen wegen Hassrede. Ja, das Thema habe ich ja schon behandelt, aber das ist einfach was mich nach wie vor ein bisschen ärgert und auch beleidigt, wenn ich ehrlich bin. Aber man muss mit so willkürlichen Entscheidungen ja irgendwie leben. Aber als Konsequenz daraus habe ich halt einfach meine Aktivität und Produktivität ein bisschen zurückgefahren. Also ich mache nicht mehr so viele Videos wie früher und ich konsumiere auch nicht mehr so viele YouTube-Videos wie früher. Also solltet ihr selber einen Modellbaukanal haben und meine Kommentare da vermissen oder so, das ist nicht irgendwie Desinteresse oder böser Wille, sondern das ist einfach meine bewusste Entscheidung, das ein bisschen zu reduzieren. Weil wenn man von dieser Plattform so gegen das Schienbein getreten bekommt, da bin ich ein bisschen eigen und auch ein bisschen zu stolz. Daher ist dann meine Entscheidung eben die, dass ich dann sage, ich verringere das dann halt einfach. Und in dem Moment, wo sich dann auch wirklich eine gute Alternative bietet, bin ich dann auch weg. Aber das scheint noch fern zu sein. Ja, auch privat musste ich einige Schläge verkraften. Wir hatten eine riesen Flutkatastrophe im Sommer hier. Das war nicht witzig. Und auch ein paar Krankheitsfälle schwererer Art in der Familie und noch ein paar andere Sachen. Also das war jetzt alles nicht so angenehm. Daher bin ich ganz froh, dass das Jahr 2024 jetzt dann vorbei ist und dann ein neues Jahr startet, was dann hoffentlich ein bisschen glatter läuft rundum. Aber wenigstens modellbauerisch war alles ziemlich gut bei mir und
der Rest ist eben wie er ist. So ist das Leben. Da muss man einfach durch. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit einem guten Start, mit viel Gesundheit, Glück, Erfolg und so weiter, was man eben so brauchen kann. Und ich freue mich riesig auf das neue Modellbaujahr 2025. Es wird wieder einiges geboten sein. Ja, und wie ihr ja schon gehört habt, die ersten Veranstaltungen starten ja schon im Januar. Da bin ich schon ganz heiß drauf. Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.